Willkommen bei der Lately Show mit mir, Florian Streletz. Kommen wir zu unserem Thema heute Abend und schauen einmal auf eine der größten Bedrohungen für die USA. Und dabei meine ich nicht etwa Donald Trump selber. Wobei, wenn man es genau betrachtet, dann sind durch seine Unfähigkeit schon fast 200.000 Menschen alleine in den USA an Covid-19 gestorben. Und 20 bis 30 Millionen Amerikaner stehen vor der Zwangsräumung. Und mittendrin ein irrlichternder Präsident, der mit halb seinen Mitteln um seine Wiederwahl kämpft und sich scheinbar von Alexander Lukaschenka beraten lässt. Donald Trump ist sogar schon so strikt drauf, dass selbst Wladimir Putin nicht mehr ans Telefon geht, wenn Donald anruft, weil er selbst Putin zu durchgeknallt geworden ist. Und das heißt wirklich etwas. Nur bevor wir loslegen, noch eine kleine Sache. Denn die Kaffeetasse der Woche stammt dieses Mal wieder vom wohl vielfältigsten Kanal auf YouTube, nämlich von der lieben Myriala und ihrem Kanal 1000 Interessen. Eigentlich fehlen bei ihr nur noch Let's Play und Prank-Videos, dann würde sie das komplette YouTube-Spektrum abdecken. Aber zum Glück macht sie genau das nicht, sondern ganz wunderbare Videos. Also guck einfach mal in die Videobeschreibung, da ist der Link zu ihrem Kanal. Und falls du also auch einmal deine Kaffeetasse hier bei mir stehen haben willst, dann schreib es mir einfach in die Kommentare oder schicke mir eine E-Mail. Wichtig bei beiden, bitte ausreichend frankieren und alles unter dem Hashtag wohl keine Tassen mehr im Schrank. Aber kommen wir jetzt zu unserem Thema, denn heute Abend geht es einmal um Beauty und Politik. Denn auch ich möchte meine Reichweite erweitern und gerade das richtige Wimpernkürzen ist da ein sehr wichtiges Thema für mich und vielleicht auch für dich. Momentan steht TikTok in der Kritik, weil die Plattform in die Verbreitung von Videos eingreift. Clips über die Hongkong-Proteste wurden zum Beispiel zeitweise unterdrückt. Und diese Nutzerin ging mit ihrem Video viral, indem sie TikTok austrickste. Leg die Wimpernzange jetzt wieder weg und schau mit dem Telefon nach, was gerade in China passiert, sagt sie und prangert Chinas Menschenrechtsverletzungen im Umgang mit der Minderheit der Uiguren an. Und natürlich geht es heute hier nicht um Beauty-Tipps. Die kann man auf meinem anderen Kanal Flo's Beauty Palace bekommen, wo es unter anderem Tipps gibt, wie man mit Adrenochrom nicht älter als 400 Jahre aussieht. Aber heute sprechen wir einmal über die chinesische Kurzvideo-App mit mehr als 800 Millionen aktiven Usern, nämlich TikTok. Benannt nach dem Geräusch eines Raben, der jeden Abend mit dem Schnabel an die Schlafzimmertür von Donald Trump klopft. TikTok, TikTok, TikTok. Und dabei die Kratzgeräusche an der Schlafzimmertür von Melania übertönt, die versucht, sich mit ihren Fingernägeln durch die Tür zu kratzen. Nur im Gegensatz zu den bisherigen gehypten sozialen Netzwerken, die nicht Facebook gehören und damit automatisch uncool wurden, ist TikTok eine App der chinesischen Firma Beijing ByteDance Technology. Sie wurde erst vor 4 Jahren gegründet und heißt in China Douyin Duan Xipin, was wiederum übersetzt nur bedeutet Vibrato kurz Video. Zufälligerweise hat der Beate Uhse Shop auch einige Vibratos von Sebastian Kurz gerade im Angebot. Den entscheidenden Schritt hin zu einer Mega-App erfolgt 2018 durch den Aufkauf der mit Kurzvideos erfolgreichen Firma Musical.ly für knapp $1 Milliarde. Heute hat TikTok an die 800 Millionen User und gerade Teenager lieben diese App. Denn jeder könnte jederzeit ein Video posten, das ein viraler Hit wird, da TikToks Algorithmus scheinbar etwas anders arbeitet als bei YouTube zum Beispiel. Ansonsten kann ich nicht verstehen, warum Flo's Beauty Palace nur 1 Milliarde Aufrufe hat, aber keinen einzigen Like. Nur gibt es natürlich trotzdem das eine oder andere nicht wirklich überraschende Problem mit der Zensur in dieser chinesischen App. Doch die bunte Welt hat Schattenseiten, denn TikTok, das einer chinesischen Firma gehört, hat absichtlich die Reichweite bestimmter Videos begrenzt. Clips, in denen Menschen mit Übergewicht oder Behinderungen zu sehen sind, wurden von Moderatoren offenbar gezielt versteckt. Das haben deutsche Internet-Experten herausgefunden. Da passen vielleicht Behinderte oder Menschen mit einem entstellten Gesicht, mit einem großen Muttermal oder irgend sowas nicht in das Bild dieser Fröhlichkeit und Harmonie, die da transportiert werden soll. TikTok räumte das Vorgehen heute ein. Man habe Betroffene vor Mobbing schützen wollen. Und das ist wohl die seltsamste Art der Zensur, gerade eines chinesischen Unternehmens, nur dicke und nicht ganz so hübsche Menschen auszusortieren. Das hätte man eher von der Fashion Police auf Facebook erwartet, die allerdings trotzdem versagt, weil es immer noch Millionen
und Abermillionen Fotos auf Facebook gibt, wo Männer in den Sandalen weiße Socken tragen. Aber eigentlich war das ja nur zu erwarten, dass es TikTok nicht anders macht als Facebook, Twitter oder Snapchat oder YouTube. Denn diese Plattformen wollen ihre User so lange wie möglich auf der Plattform halten. Und das geht nun einmal nicht mit so unwichtigen Dingen wie Menschen mit Behinderung zu zeigen, die trotzdem oder gerade deswegen ihr Leben meistern. Oder den fetten Timmy zu Wort kommen lassen, der von seiner schweren Schilddrüsenerkrankung berichtet und deswegen schon bei einer Scheibe Brot zunimmt. Nicht zu vergessen, dieser ganze politische Aktionismus linker Randalierer, die es wagen, friedlich gegen das Regime in China zu demonstrieren. Das geht echt nicht. Nicht, dass dann der geneigte User die App schließt und selber etwas gegen die Ungerechtigkeiten in der Welt macht. Wie sollen dann bitteschön TikTok, Facebook, Twitter, Snapchat oder YouTube ihre Kohle verdienen? Aber eines muss man TikTok hoch anrechnen, beziehungsweise eigentlich den Teenagern, die da drauf sind. Denn diese haben über TikTok vermutlich den besten Prank aller Zeiten koordiniert. In einer konzertierten Aktion sollen die TikTok-User tausende Eintrittskarten reserviert haben, ohne zu kommen. Ausgerechnet der Twitter-Junkie Trump war über die sozialen Medien gestolpert. Zerknirscht zog er wieder ab, die Friese hin. Seine millionenschwere Wahlkampfmaschine reingelegt von Teenagern auf TikTok. Der größte Troll des Internets wurde von 1000 Teenagern getrollt. Ich hoffe mal, dass er nun seiner Frau Melania mehr Geld geben wird für ihre Kampagne Be Best, die Internetmobbing angehen will wie diesen. Nur leider scheiterte diese Kampagne von Melania schon an der englischen Grammatik. Aber hey, was kann man schon von jemandem erwarten, der seit 20 Jahren in den USA lebt und immer noch ein schlechteres Englisch spricht als der Suppennazi bei Seinfeld. Jedenfalls, um nun von seinem Versagen in der Corona-Krise abzulenken, versuchte sich Donald Trump auf TikTok einzuschießen. TikTok ist eine chinesische Firma und greift in den USA natürlich auch die Daten seiner Nutzer ab. Und weil TikTok nun einmal keine amerikanische Firma ist, wie Facebook, wo das natürlich vollkommen okay ist, mit den Daten der User Geld zu verdienen und die auch notfalls den Behörden zugänglich zu machen, ist dasselbe bei TikTok natürlich total unfair. Und ja, die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass die chinesische Regierung trotz der Bekenntnisse von TikTok, dass dem nicht so ist, auf die Daten zugreifen kann und nun weiß, dass die kleine Sam aus North Dakota, dem besseren Dakota, gerne zur Musik von Taylor Swift singt. Verdammt! Die Chinesen kennen somit unser dunkelstes Geheimnis, denn eine Demokratie wird nur zusammengehalten durch Karaoke. Mist, jetzt ist es raus. Jedenfalls plant deswegen Donald Trump das hier. Doch die chinesische Videoplattform steht in der Kritik. Amerikanische Behörden werfen TikTok vor, Nutzerdaten an die chinesische Regierung weiterzugeben. Deshalb will Präsident Trump die App jetzt in den USA verbieten. Wir schauen uns TikTok an. Wir könnten TikTok verbieten. Wir könnten andere Dinge tun. Es gibt ein paar Optionen. Aber viele Dinge passieren. Wir werden sehen. Wir sehen uns viele Alternativen an in Bezug auf TikTok. Kurz darauf erklärt Trump, man werde TikTok aus den Vereinigten Staaten verbannen. Und ganz ehrlich, ich denke, dass der Opa noch nicht einmal weiß, was überhaupt TikTok ist. Geschweige denn, wie es geschrieben wird. Also fassen wir einmal zusammen. Natürlich ist der Verkauf oder das Verbieten von TikTok in den USA nur der verzweifelte Versuch von Donald Trump, eine weitere Nebelkerze aufzustellen, um von seinem katastrophalen Versagen bei der Corona-Krise abzulenken. Und TikTok ist auch nur ein weiterer Versuch, nach dem Schlag gegen Huawei den Handelskrieg der USA unter Donald Trump gegen China auszuweiten. Aber TikTok als Gefahr für die nationale Sicherheit der USA einzustufen, öffnet eine andere gefährliche Tür. Denn dann ist es nur eine Frage der Zeit, wann zum Beispiel Volkswagen auch eine Gefahr für die nationale Sicherheit der USA wird, weil Volkswagen zu viele deutsche Autos in die USA exportiert und dann als Strafe sein Amerika-Geschäft an eine amerikanische Firma verkauft werden muss. Wobei bei Volkswagen es sogar richtig ist mit der Gefahr für die nationale Sicherheit der USA, denn alleine die Softwaremanipulation war eine reale Gefahr für jeden Amerikaner
durch noch dreckigere Luft zu sterben, dank Volkswagen. Und China wäre ziemlich blöde, wenn sie nicht auf die Daten von TikTok zugreifen würden. Denn wer eine ganze Ethnie wie die Uiguren einer totalen Überwachung unterwirft, der hat auch kein Problem herauszufinden, was TikTok in den USA für interessante Daten sammelt. Aber Donald Trumps verzweifelter Versuch, von seiner Inkompetenz abzulenken mit noch dümmerem Gelaber über TikTok, kann man allerdings nur so am Ende kommentieren. Und auch eine perfekte Zusammenfassung von 4 Jahren Präsidentschaft von Donald Trump. Aber noch eine kleine Sache. Allein der Gedanke daran, dass eine so dermaßen uncoole Firma wie Microsoft Interesse an TikTok hat, hätte eigentlich schon alleine dazu führen müssen, dass TikTok sofort das nächste MySpace hätte werden müssen. Oder das nächste Facebook, wo bekanntlich mehr inaktive und vor allem tote User auf der Plattform sind als lebende aktive User. Aber auch total unloyal von der Oma, nicht regelmäßig aus dem Himmel ein paar Selfies zu posten. Nur ein Kauf durch Microsoft hätte TikTok so uncool werden lassen, dass es nicht mehr vorkommen würde, dass es ständig solche bescheuerten Challenges geben würde, wie hier Kühe zu erschrecken. Wie bekloppt muss man eigentlich sein, um auf eine so bescheuerte Idee zu kommen? Nicht nur jagt man dann den Kühen einen solchen Schrecken ein, dass die Milch im Euter sauer wird, sondern wenn man das bei einem Stier macht, dann wird man schneller plattgewalzt, als es auf TikTok dauert, einen Hamster in Speedos zu finden. Und ja, der kann das tragen. Und nur das hätte einen Verkauf an Microsoft schon legitimiert. Also nicht der Hamster im Speedo, sondern TikTok. Oder aber einfach ein paar Monate zu warten. Denn dann wird schon irgendwer zu irgendjemand anderem sagen, kannst du dich noch an TikTok erinnern? Nein, ich auch nicht. Aber hast du schon von dieser neuen, hypergeilen schwedischen App gehört namens Schwanz? Da gibt es die besten Hamster in Speedos drauf. Ich meine, Tanzvideos. Das war's wieder von der Show für heute. Aber keine Sorge, wir sind wieder am Freitag mit den Lately News. Bis dahin eine gute Nacht und viel Glück da draußen.